Hallo aus Norwegen. Vor kurzem hatte ich ja ein Video gepostet von meiner Campertour nach Nordnorwegen zusammen mit meiner Tochter. 3400 Kilometer, Salzstraumen, Lofoten, wunderschön, das solltet ihr euch mal ansehen. Und nach 3400 Kilometer sollte man noch meinen, der Wagen ist eingefahren. Insgesamt nach etwas über 5000 Kilometern. Es handelt sich um ein praktisch neues Fahrzeug, Chanson V594S. Wie so viele dieser Camper, Fiat Ducato Basis. X250, glaube ich, die Bezeichnung. 140 PS Motor, bewährtes Auto, bewährtes Aggregat. In vielen Lieferwagen, in vielen Campern verbaut. Ja, und plötzlich steht man ohne Auto und ohne Unterkunft da. Denn ein Camper ist natürlich auch so eine Art Wohnung. Ich war gerade auf dem Weg zu einem neuen Trip für ein neues Video auf eine etwas entlegene Insel hier vorne. Fuhr einen leichten Berg an, schaltete vom 4. in den 3. zurück und schon während des Schaltens, dem Moment, wo praktisch der Schalthebel in der Leerlaufposition wieder ist, hörte ich ein komisches Geräusch. So ein dachte mir nichts dabei, wollte dann eben im 3. Gas geben und merkte, da kommt nichts. Der Motor ist einfach so ausgegangen während der Fahrt, während ich den Gang eingelegt habe. Ich glaube, ich wollte vom 4. auf den 3. zurückschalten. Dann merkte ich, irgendwie greift nichts mehr, also als wenn das Getriebe eben nicht mehr schaltet. Und wenn ich jetzt hier ganz normal anlassen möchte, hört man folgendes Geräusch. Also der Anlasser dreht offensichtlich, ohne irgendwas zu bewegen. Da scheint entweder ein schwerer Kupplungsschaden oder ein Getriebeschaden vorzulegen. Warte mal, gucken wir mal, wie viele Kilometern? 5596 Kilometern. Ja, da stehe ich hier nach gerade mal 5000 Kilometer, zum Glück nicht weit von dem Dorf, wo ich derzeit in Norwegen wohne. Aber ja, wie komme ich jetzt hier mit dem Ducato aus Deutschland, gemeldet natürlich, Versicherung, alles Deutschland, hier weiter. Wahrscheinlich rufe ich jetzt gleich meine Versicherung an. Kravak, mal gucken, was die sagt, weil der Abtransport hier zur nächsten Fiat-Werkstatt, der noch zertifiziert sein muss, ist ja Garantiesache dann. Das wird sicher teuer. Also der Fiat-Händler meint, ich soll jetzt hier einen Minuspol abtrennen und hier sieht man auch schon, wie mies das hier verarbeitet ist. Hier zum Beispiel gebrochener Clip. Also den Minuspol habe ich jetzt sauber getrennt. Und angeblich eben 10 Minuten dieses davon liegen lassen und dann nochmal neu versuchen. Möglicherweise während einem sogenannten Systemdiagnose-Modus. Und danach würde wieder alles normal funktionieren. Na toll, wenn das öfter passiert, dann nochmal gute Nacht. So, jetzt sitze ich hier im Auto noch und warte auf den Abschleppdienst. Und genau genommen sitze ich hier seit der Schadensmeldung um 15 Uhr, warte aber noch mal 1,5 Stunden. Damit muss man wahrscheinlich vielerorts in Norwegen rechnen, wenn man nicht gerade auf den Hauptrouten unterwegs ist. Ich habe bei der Kravak einen Auslandsschutzbrief und der funktioniert scheinbar so ähnlich wie mit dem ADAC. Problemlos Telefongespräche, sogar eher schneller dran. Und die schickten mir jetzt einen norwegischen Bergungsservice, um praktisch mein Fiat Ducato zur Werkstatt zu fahren. Ich habe eine SMS bekommen, daraufhin klickte ich den Link an und hier siehe da der Weg. Und da kommt endlich mein Abschleppdienst. Ah, here we go. Möglicherweise ein totaler Motorschaden, ich bin gespannt. Jetzt sind es gut 48 Stunden nach der Havarie. Vormittag habe ich dann bei der Werkstatt angerufen und die haben sich das kurz angeschaut und Fotos gemacht, Videos gemacht und direkt an Fiat Norge geschickt. Und ich meinerseits habe dann nachmittags alle möglichen Stellen, um noch mehr in Bewegung zu setzen, von Fiat Deutschland angeschrieben, die man so finden konnte, weil das ist nicht so einfach. Denn in Deutschland wird unterschieden zwischen Fiat Normal und Fiat Wohnmobile. Muss man auch erstmal drauf kommen. Da habe ich dann überhaupt keine Rückinfo gekriegt. Gut, der erste Tag, da kann von allen Seiten noch nicht allzu viel laufen. Heute Morgen habe ich dann mal wieder bei der Werkstatt angerufen, in Norwegen wie gesagt, eine Fiat Professional Werkstatt. Da müsst ihr auch unbedingt hingehen, wenn ihr so einen Fall habt, nicht zu irgendeiner Werkstatt. Und die teilten mir dann mit, nach genauer Beschau halt, es sieht nach einem schweren Motorschaden aus, genau wie die KI auch sich so überlegt hat. Vermutlich. Mit dieser Info
habe ich dann versucht, die deutsche Fiat Hotline zu erreichen. Was mir weder beim Fahrzeugkauf noch sonst irgendwann mitgeteilt wurde, ist, dass es ja eine Mobilitätsgarantie von Fiat gibt. Nur wie man sieht, bin ich immer noch mobil zu Fuß. Angeboten hatte mir allerdings die Krawak tatsächlich schon einen Mietwagen. Bloß ich wollte erst mal warten, weil ich hier bei meiner Familie untergekommen bin und erstmal nicht zwingend ein Auto brauche, weil ich weiß ja nicht, wie lange das überhaupt dauert. Ja, daraufhin rief ich dann bei Fiat Professional Deutschland an, beziehungsweise ich versuchte das. Hing ewig in einer Warteschleife, wurde dann verbunden und bekam an den Apparat eine offensichtlich nicht muttersprachliche, deutschsprachige Dame, wie sie später herausstellte, aus einem Callcenter in Belgrad. Und die war vollkommen überfordert. Wirkte so, als wenn sie den Job als Assistentin das erste oder zweite Mal macht. Und es dauerte Ewigkeiten, um mir klarzumachen, das hier ist keine Frage von Übernahme von Taxikosten, sondern hier geht es um einen Garantiefall. Weil sie meinte halt, nee, Reparaturkosten würden sie nicht übernehmen und so. Bis ich ihr mehrfach eben klar machen wollte, das Auto ist nicht einmal 4 Monate alt. Ja, in Deutschland gibt es halt eine Gewährleistungsgarantie von 2 Jahren ohnehin. Dann hatte sie mich an einen Mitarbeiter verbinden wollen, der wohl dafür zuständig sei. Und hing dann über 1 Stunde in einer Warteschleife. Bis ich dann irgendwann, weil ich auch zwischendurch weiter E-Mails geschrieben habe, an alle möglichen E-Mail-Adressen, die ich so finden konnte von Fiat, bekam ich dann mal einen Anruf irgendwo aus Baden-Württemberg. Allerdings nicht von der richtigen Stelle, sondern die eben für die Fiat-Nutzfahrzeuge zuständig sind. Ja, die klärte mich über meine Rechte auf, die ich auch beim Camper habe. Und ja, und weiter. Rechte haben ist gut, Rechte bekommen ist eine andere Geschichte. Dann fragte ich halt, ja, wo bekomme ich denn jetzt hier meinen Mietwagen, meine Unterkunft, meine Kostenübernahmegarantie für die Reparatur? Müsste ich halt wieder bei dieser Nummer anrufen. Habe ich mich natürlich erstmal auch gar nicht getraut, weil was soll ich da irgendwo mit einer womöglich gleichen Dame reden, die wirklich von Tut und Blasen keine Ahnung hat. Tja, ich habe mich dann nochmal mit dem Techniker in Norwegen auseinandergesetzt, beziehungsweise er hat eine E-Mail an mich geschrieben, dass er verzweifelt versucht, in Fiat Deutschland irgendjemanden an Telefon oder für Infos zu bekommen. Dann habe ich es eben nochmal versucht über die deutsche Hotline, weil ich zwischenzeitlich eine E-Mail bekommen habe, dass zumindest mein Fall aufgenommen worden sei in Deutschland. Ich kam diesmal auch relativ schnell durch und hatte das ganz, ganz große Glück, scheinbar und hoffentlich mit einer extrem kompetenten Dame verbunden zu werden, die den Job schon seit 25 Jahren macht und die im Prinzip das bestätigte, was auch schon vorher von anderer Seite bestätigt wurde, nämlich eben die Mobilitätsgarantie von Fiat. Bis zu welchen Beträgen, zum Beispiel werden Transportkosten des Fahrzeugs 2.100 € übernommen und Hotelkosten oder Mietwagen, nicht beides. Das habt ihr auch da drin. Nur ist die Sache ja so, ich habe hier einen längeren Aufenthalt geplant und es macht für mich jedenfalls keinen Sinn, in Norwegen zu sein ohne Fahrzeug, aber auch keinen Sinn, nach Deutschland zu fahren, um das Fahrzeug da reparieren zu lassen. Da ich aber ehrlich gesagt in Deutschland und auch die Kräfte, die dort arbeiten, nicht so besonders Vertrauen habe, sondern mehr in die Fachkräfte, die zum Beispiel hier in der Fiat Professional Werkstatt arbeiten. Meine Erfahrung in Norwegen ist jedenfalls, dass Norweger zwar relativ langsam arbeiten, aber dafür sehr gewissenhaft und mit den besten Materialien. Und das will man natürlich nach so einem Schaden auf jeden Fall haben. Dass da nicht irgendwas zusammengefutschelt wird, sondern dass das wirklich nach Vorschrift und nach Fähigkeiten mit bestem Gewissen zusammengewimmelt wird. In meinem Fall hatte ich natürlich großes Glück im Unglück. Weil man stelle sich mal vor, ich wäre mit meiner Tochter auf der Tour auf den Lofoten liegen geblieben. 2000 Kilometer bis hier runter. Und ich habe natürlich das Glück, dass ich selbstständig bin und nicht am Montag auf die Arbeit muss, weil manch einem, der wäre jetzt nach Deutschland losgefahren, um am Montag wieder fit für die Arbeit zu sein. Was ist denn dann? Der würde hier stehen, so, mit nichts, mit gar nichts. Ohne Mietwagen, ohne Unterkunft. Und jetzt?
Ja, ich hoffe jedenfalls, dass sich auch mein Fall, selbst wenn es hier nicht ums praktisch Überleben geht, sich möglichst schnell löst. Sicher wird es ein Update-Video zu dem Thema geben. Ihr seid sicher auch gespannt, was denn hier dabei rauskommt, ob die Reparatur dann möglichst schnell vonstatten geht. Denn das hat er mir auch schon prognostiziert, der Techniker in Norwegen. Vor, sagen wir mal, in 10 Tagen ist mit einer ernsthaften Reparatur nicht zu rechnen. Auch das musst du natürlich einkalkulieren, wenn du in Norwegen unterwegs bist. Dann stehst du wirklich in der Pampa im Dunkeln sozusagen, unter Umständen, je nach Jahreszeit. Ja, was sind denn deine Erfahrungen mit dem Fiat Ducato speziell? Wie wurdest du vom Service in Deutschland behandelt? Bist du schon mal vielleicht auch hier in Norwegen liegen geblieben? Und wie lief das dann bei dir ab? Wir haben jetzt Mitte August, ist natürlich wirklich schwierig für Werkstätten, das kann ich mir vorstellen, weil es sind halt ohne Ende Camper hier unterwegs, die alle ihre Wehwehchen haben. Schreib es mir einfach mal in die Kommentare, was deine Erfahrungen sind, was du denkst, oder natürlich auch besonders, wenn du irgendeinen Tipp hast, irgendeine spezielle Servicenummer. Meine Infos, die wichtig sein könnten für dich, die habe ich jetzt hier in die Infobox unter dem Video gestellt. Ich hoffe, dass sie dem einen oder anderen dann auch weiterhelfen können. Bis zum nächsten Video. Tschüss!